Am Ende dieses Videos kannst du alle Töne auf dem Saxophon spielen, vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Du lernst also die chromatische Tonleiter. Und wenn Saxophonschüler chromatische Tonleiter hören, dann denken viele, oh nein, viel zu schwer, das kriege ich nie hin, das kann ich nicht. Ich zeige dir aber in diesem Video, dass es ziemlich einfach ist. Und am Ende dieses Videos lernst du noch was ganz Wichtiges, und zwar die ganz tiefen Töne in der Chromatik und die ganz hohen Töne mit den entsprechenden Griffen. Zeige ich dir alles. Ja? Also bleib bis zum Ende dran. Es gibt auch noch ein PDF-Worksheet zum Herunterladen. Das findest du hier unten in der Beschreibung. Da gibt es einen Link, kannst du einfach draufklicken, kannst dir das runterladen. In diesem Video lernst du, warum eine Chromatik für alle Saxophonisten so wichtig ist und welche schwierigen Töne du lernen musst, damit du die spielen kannst. Es sind eigentlich nur 5 schwierige Töne. Wie man die Finger dazu bringt, Chromatik zu spielen. Und dann spielen wir natürlich die komplette Chromatik vom D1 bis D3. Und außerdem spielen wir auch noch die ganz tiefen und die ganz hohen Töne. Okay, also legen wir los. Was ist eigentlich die chromatische Tonleiter und warum ist die denn so wichtig? Oder warum üben alle Saxophonisten immer die chromatische Tonleiter? Warum machen die das überhaupt? Das macht man erstmal, um eine bessere Fingertechnik zu bekommen. Also man kann damit präzise Fingertechnik üben und man kann auch damit üben, in allen Tonarten zu spielen, weil eben alle Töne drin sind. Und es gibt mehr Sicherheit. Also wenn du Chromatik spielen kannst, dann hast du weniger Überraschungen beim Spielen, weil du eben alle Töne kennst, alle Griffe kennst. Es gibt auch nur eine chromatische Tonleiter. Nicht wie bei den diatonischen Tonleitern, bei Durtonleitern und Molltonleitern. Gibt es für jede Tonart eine extra Tonleiter, also insgesamt 12 in unserem System. Nee, es gibt einfach nur eine chromatische Tonleiter mit 12 Halbtonschritten und die wiederholt sich dann nach oben oder nach unten in der nächsten Oktave. Und es sind einfach alle Töne, die es gibt, unabhängig auch davon, von welchem Ton du anfängst. Du kannst vom D anfangen, du kannst vom Gis anfangen, ist egal. Ja, es ist immer die gleiche Tonleiter, die ist im Prinzip tonartenunabhängig. Es gibt einfach nur eine. Wenn du dir mal die Tasten auf dem Klavier anguckst, dann siehst du alle Töne, die da drauf sind, die weißen und die schwarzen, das ist die chromatische Tonleiter. Ja? Kompliziert? Nee, ist nicht kompliziert. Ist tatsächlich ziemlich einfach. Du kannst nämlich schon die C-Dur-Tonleiter spielen, denke ich mal, oder? Das sind jetzt alle weißen Tasten auf dem Klavier. Das ist die C-Dur-Tonleiter. Und jetzt fehlen dir eigentlich nur noch die schwarzen Tasten. Und wie viele sind das pro Oktave? Das sind nur 5 Stück, also ziemlich easy. Also das ist die Theorie, die kennst du jetzt schon. Im nächsten Schritt lernen wir dann erstmal die schwarzen Tasten auf dem Saxophon zu spielen. Dann geht es gleich los mit der chromatischen Tonleiter. Was sind denn die schwarzen Tasten? Welche sind das denn? Welche Noten sind das denn? Hier siehst du erstmal eine C-Dur-Tonleiter. Und zwar ist das die C-Dur-Tonleiter vom D angefangen. Also das C lassen wir erstmal weg, das kommt später noch dazu. Das hat auch einen bestimmten Grund, warum ich das so erkläre. Einfach damit es anschaulicher ist. Ja? Wir fangen beim D an. Du hast vom D die Tonleiter hoch, C-Dur-Töne, bis zum D mit der Oktavklappe. Das kannst du mal mitspielen, wenn du Lust hast. Ist eine D-Moll-Tonleiter, aber es sind nur die Töne von C-Dur. Ja? So, jetzt, was fehlt uns jetzt noch? Das habe ich hier mal als schwarze Noten reingeschrieben. Die schwarzen Noten sind quasi die schwarzen Tasten auf der Klaviertastatur. Da haben wir erstmal ein Dis, dann haben wir ein Fis, ein Gis, Ais und dann noch ein Cis. Wenn wir jetzt, das ist jetzt alles mit Kreuzen aufgeschrieben, wenn wir jetzt die gleiche Tonleiter von oben vom D nach unten zum D spielen und da eben unsere 5 Töne, die schwarzen Tasten reinschreiben, dann haben wir die gleichen Töne als B-Noten aufgeschrieben. Das sind aber genau die gleichen Töne, genau die gleichen Griffe. Das seht ihr hier. Ja? Da haben wir von oben aus gesehen, haben wir ein Des. Des ist das gleiche wie ein Cis. Danach kommt ein B. B ist Ais. Dann ein As, das ist das Gis. Ein Ges, das ist das gleiche wie das Fis. Und das S ist ein Dis. So, die erste Übung, die ich für dich habe, ist, du sollst jetzt erstmal einfach nur diese schwarzen Tasten quasi, die Töne der schwarzen Tasten nach oben und unten spielen. Immer hin und her und lernen, also die Griffe lernen.
kannst du unten in der Oktave machen, du kannst es auch mit der Oktavklappe machen. Oder über 2 Oktaven. Und wenn du ein bisschen schon Pentatonik gelernt hast, dann sagen dir wahrscheinlich deine Ohren jetzt, Achtung, das klingt ja wie eine pentatonische Tonleiter. Und genau das ist es auch, ne? Das ist eine pentatonische Tonleiter. Wenn man zum Beispiel auf dem Klavier nur die schwarzen Tasten spielt, egal wo, was man spielt, zusammen, alleine, ist egal, klingt immer gut. Ne? Es klingt immer schön. Jetzt machen wir die erste Übung für die chromatische Tonleiter. Das zeige ich dir gleich. Wir nehmen jetzt immer einen Ton der C-Dur-Tonleiter oder 2 Töne der C-Dur-Tonleiter und füllen und packen diesen chromatischen Ton, also die schwarze Taste, da mitten rein. Und wir machen immer nur 3 Töne. Und die üben wir. Ja, das erste, was wir da haben, ist ein D, dann kommt ein Dis und ein E. Nach oben gespielt, wenn wir es nach unten spielen, ist es E, S und D. Das sind die 3 Töne hier. Ja, das kannst du mal hin und her spielen, kannst du üben. Erstmal langsam und dann, wenn es geht, wenn du es kannst, wenn die Finger das können, auch gern schneller. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Dreiergrüppchen Chromatik. Ja? Dann fangen wir beim F an, Fis und G. Nach unten gespielt, vom G ab, G, Ges und F. Das Ges ist das Fis, ja? Das ist immer der Ton zwischen F und G. Machen wir das mal. Okay, das nächste Grüppchen, was wir haben, ist von G ab, G, Gis, A. Zurück wieder A, As, G. As ist das Gis, ja? Das nächste Grüppchen, da fangen wir beim A an. A, B oder A ist H. Und wieder runter H, B, B-Flat und A. Dann gehen wir weiter. Jetzt fehlt uns noch das letzte Dreiergrüppchen. Das ist von C, Cis und D. Oder vom D runtergespielt D, Des und C. Wenn das erste klappt, dann kommt die zweite Übung. Dann machen wir das Ganze nicht nur mit kleinen Dreiergrüppchen, sondern wir spielen das Ganze innerhalb von einer Quinte. Und zwar fangen wir an vom D, spielen wir Chromatik hoch bis zum A. Ja, D bis zum A ist eine Quinte, also zwischen diesem Intervall Quinte, da spielen wir die chromatische Tonleiter. Ich mache es mal vor. Bin ich beim A angekommen, jetzt gehe ich vom A wieder runter. Und das kann ich jetzt auch schön am Stück üben, hin und her. Ja? Die zweite Quinte, wo wir die chromatische Tonleiter zwischendrin spielen, das ist von G bis zum D hochgespielt. Ja? Also D mit Oktavklappe. Und immer hin und her. Das sind jetzt die Vorübungen gewesen. Im nächsten Schritt spielen wir die komplette Chromatik über 2 Oktaven. Vom D hier unten, tiefes D, bis zum hohen D mit dem Palm Key hier. Ja? Okay, jetzt spielen wir die komplette chromatische Tonleiter über 2 Oktaven beim Saxophon. Die untere Oktave, die haben wir gerade so ein bisschen geübt mit 2 Vorübungen. Das klappt wahrscheinlich schon. Und das Schöne beim Saxophon ist eben, dass alles, was man unten spielen kann, in der unteren Oktave, funktioniert in der oberen Oktave genauso. Es sind genau die gleichen Griffe. Also alles, was du unten spielen kannst, kannst du logischerweise auch oben spielen. Der einzige Unterschied, der hier vorkommt, ist dann noch, du musst zusätzlich noch die Oktavklappe drücken. Dann hast du quasi das, was du unten gespielt hast, oben in der Oktave drin. No? Okay, ich zeige das mal
Ich fange mal an, ihr könnt vielleicht meine Finger auch sehen. Ich mache das mal ganz langsam und ihr beobachtet einfach mal meine Finger. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch direkt mitspielen. Und dann spiele ich erstmal die untere Oktave. Das mache ich jetzt mal. Geht los mit dem D. So, jetzt bin ich beim D mit Oktavklappe angekommen. Und jetzt mache ich genau dasselbe, was ich eben gemacht habe, nochmal von dem D. Bloß die Oktavklappe ist noch gedrückt. Das ist genau das Gleiche. Der letzte Ton, das hohe D, das ist ein anderer Griff. Das ist das hohe Palm-Key D. Ne? Ansonsten sind die Griffe genau wie unten. Jetzt kannst du das erstmal spielen, von unten nach oben und dann vielleicht auch wieder von oben nach unten. Ja, das heißt, ich fange hier mit dem hohen Palm-Key D an und dann gehe ich genau das Gleiche wieder nach unten. Ja? Bis zum tiefen D. Wenn du die Vorübung gemacht hast, dann wird dir das wahrscheinlich gar nicht so schwer fallen. Dann bekommst du das hin. Ne? Jetzt kommen noch so ein paar Tipps, die wichtig sind, damit du es auch richtig spielst. Und zwar empfehle ich dir, spiel alles super langsam. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit in dem Video, ich will ziemlich viel erklären, deshalb spiele ich es nicht so super langsam. Ne? Ich gebe schon ein bisschen Gas. Das ist aber gar nicht, also du musst es gar nicht so schnell spielen, wie ich es eben vorgespielt habe. Lass dir mehr Zeit, spiel Ton für Ton, schau dir die Noten am Anfang an und dann, genau, versuch einfach gleichmäßig zu spielen. Nimm dir ein Tempo, was du spielen kannst und dann spiel einfach ganz gleichmäßig die Noten runter. Du kannst dir die Noten anschauen und ein bisschen visualisieren, also das heißt, du guckst dir ein Stück an, die Griffe dazu, spielst die und versuchst dir die auch vorzustellen beim Spielen. Ja? Visualisieren heißt, ich stelle mir die Noten vor und die Griffe zusammen. Ja? Das packe ich zusammen. Und wenn du merkst, du bleibst irgendwo an der Stelle hängen oder du wirst langsamer an der Stelle, dann übe genau diese Stelle besonders intensiv. Ja? Also gerade da, wo es schwer wird, das noch ein bisschen üben. Herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt die chromatische Tonleiter über 2 Oktaven spielen. Jetzt fehlen uns nur noch die ganz tiefen Töne und die ganz hohen Töne. Das zeige ich dir im nächsten Abschnitt. Wir fangen jetzt erstmal mit den tiefen Tönen an. Ich zeige dir die Griffe. Das sind gar nicht viele, es sind nur 4 Griffe oder 3 eigentlich nur. Und wir fangen an mit dem D, das tiefe D, das hatten wir ja in der Vorübung schon drin. Und das Gute für die tiefen Töne ist, ihr müsst euch merken, alle tiefen Töne gegriffen sind immer mit diesem C-Griff hier. Also ihr greift ein C und den Rest macht ihr hier mit dem kleinen Finger, oben, oberer kleiner Finger oder kleiner Finger der oberen Hand. Ja? Aber das C hier unten mit dem kleinen Finger unten muss immer gegriffen sein, sonst funktioniert es nicht. Okay. Das D hatten wir. Als nächstes brauchen wir ein Cis oder ein Des. Ne? Wenn wir runter, einen Halbton tiefer gehen, unter das D brauchen wir ein Des. Und das funktioniert so, ihr greift hier ein C. Und jetzt haben wir hier diese Klappe. Siehst du das? Das ist eine Klappe. Hier oben das Gis, das ist bekannt. Hier oben der tiefe, der große, das ist das tiefe B. Ist auch wahrscheinlich bekannt. Jetzt haben wir hier noch 2 Stück in der Mitte. Und wir brauchen den hier, den äußeren. Ich sage immer den äußeren, weil für mich ist das außen hier und das ist innen beim Saxophon. Ne? Das ist eher zur Körpermitte hin und das ist eben raus an der Seite. Also wir brauchen C-Griff plus hier den äußeren. Dann geht hier unten eine Klappe auf, seht ihr das, die normal geschlossen ist, das ist das Cis. Und vom D zum Cis ist eben so ein bisschen tricky, ne? Man muss diese beiden gleichzeitig spielen. Das können wir mal im Wechsel machen, D und Cis. So, der nächste Ton ist wieder einfach. Ihr geht einfach hier oben mit dem kleinen Finger weg. Dann haben wir das C. Ja? Das ist easy. Machen wir mal die 3 Töne. D, Cis und C. Na? Der nächste, der kommt, brauchen wir das H. In Deutsch sagt man H, international sagt man B. Das ist der andere. Der war außen, der ist innen. Ja?
wie gesagt, immer noch auf dem C bleiben. Also hier der innere, das ist das H. Machen wir mal vom D bis zum H. Und der letzte, der fehlt, ist hier unten die große Klappe, das ist das tiefe B. Ja, das sind die tiefen Töne. Also als nächstes kannst du üben, vom D Ton für Ton runterspielen bis zum B wieder hochspielen. Ja, immer hin und her. Es ist nicht so leicht, weil man bedient eben die tiefsten Klappen, die schwersten Klappen, die größten Klappen mit dem kleinsten Finger da oben. Das ist eben so ein bisschen tricky. Jetzt machen wir die hohen Töne. Die hohen Töne, da haben wir eben bei der Übung, bei der Vorübung, auch bei diesen zwei chromatischen Tonleitern, also bei der chromatischen Tonleiter über 2 Oktaven haben wir bis zum Palm Key D gespielt. Wenn wir weiter hochspielen wollen, kommt als nächstes hier das Dis, also hier ist das D, dann kommt das Dis, das ist der zweite hier dazu. Danach haben wir hier unten von diesen 3 Seitenklappen haben wir den oberen dazu. Immer dazu, es geht immer einer mehr, einer mehr, einer mehr. Ja? Hier unten war das B, in der Mitte gibt es auch einen und wir brauchen den oberen dazu. Das heißt, die 2 plus diesen hier, das ist das E. Dann kommt noch einer dazu, das ist hier oben das F, zack. Ja? Und dann mit diesen ganzen Griffen hier, diesen ganzen Fingern, kommt noch einer dazu, der hier. Diese lange Klappe spielt man mit dem Ringfinger, das ist das hohe Fis. Ja? Okay, dann machen wir es nochmal. Also hier haben wir D, dann haben wir einen dazu hier oben, ist ein Dis. Dann machen wir den hier dazu an der Seite, das ist ein E. Dann machen wir den dritten hier oben dazu, ist ein F. Und dann fehlt uns noch dieser lange hier, das ist das Fis. Ja? Ich spiele es mal vor. Ist auch ein bisschen tricky, muss man eben ganz langsam anfangen zu üben und sich eben einfach die Griffe durch das Hin- und Herspielen merken. Das kommt mit der Zeit, ist nicht so leicht, das gebe ich zu. Man braucht es auch nicht so oft beim Altsaxophon, weil es sehr hoch ist. Beim Tenor braucht man es schon öfter. Aber einfach weitermachen, immer hin und her spielen, irgendwann läuft es. Und guckt euch am Anfang die Noten dazu an, legt die dann immer wieder weg, wenn ihr es ein paar Mal gespielt habt. Und irgendwann geht es auch ohne Noten. Ja? Okay. So, und das war's schon. Wenn ihr die komplette chromatische Tonleiter vom tiefen B bis zum Fis 3 beherrscht, dann könnt ihr sicher sein, ihr könnt jede Note auf dem Saxophon spielen. Es gibt, wie gesagt, ein PDF-Worksheet zum Herunterladen. Ihr müsst nur unten in der Beschreibung den Link klicken, dann bekommt ihr das, könnt ihr euch runterladen und vielleicht ausdrucken und damit üben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und es würde mir auch sehr helfen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Das hilft mir dann, weil YouTube mich ein bisschen weiter bewirbt und ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme. Und natürlich freue ich mich über alle Kommentare. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr damit lernen konntet, ob das für euch zu leicht oder zu schwer war. Und ja, einfach so ein bisschen Feedback geben, das hilft mir dann auch weiter fürs nächste Video. Und falls du noch mehr über das Thema Chromatik wissen möchtest, dann kannst du hier dieses Video noch schauen. Klick einfach hier drauf. Und da wird das ganze Thema noch ein bisschen vertieft. Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Mach's gut, bis bald. Ciao.